Es ist eines der ältesten Handwerke der Menschheit. Das pflanzliche Gerben von Leder. Man nennt es auch Rotgerben. Mit Wasser, Eichenrinde und sehr, sehr viel Zeit entsteht aus einer rohen Tierhaut hochwertiges Leder. Wir machen ein Sohlleder für Schuhsohlen. Das ist schon immer traditionell pflanzlich gegerbt worden. Gerber ist voll der schöne Beruf. Der ist sehr, sehr abwechslungsreich. Da ist jeden Tag was anderes, weil man halt mit Naturmaterialien zusammen schafft. Haben Sie wieder Haut? Ja. Thomas Martin ist der letzte Rotgerber in Mitteleuropa. Die Martins machen das in der 10. Generation. Martin, habe ich nicht wieder eine Kuhhaut. Prima. Aus dieser Kuhhaut stellt er hochwertiges Leder her. Roman Bauer hat sie vorbeigebracht. Der ist Landwirt von der Schwäbischen Alb. Mal kurz gucken. Ah, guck, jetzt hat er so sauber rausgezogen. Das letzte Mal hat er nämlich so viel reingeschnitten. Da ist ein kaum Schnitt drin. Ja, passt da immer auf. Ja. Schauen wir mal. Gut, prima. Okay. 38 Kilo. Ja. Die Haut ist jetzt ungefähr gerade 15 € wert. Es ist natürlich wenig, aber für mich ist das ja praktisch eine Lebenseinstellung. Ich schmeiß nichts weg, dass es auch verwertet wird. Und so wird es wenigstens Schuhsohle oder gibt schönes Leder. Da fahre ich auch gerne mal nach Tuttlingen und weg so eine Haut. Es wird nie eine Kuh wegen der Haut geschlachtet, sondern immer nur wegen Fleisch. Und weil Fleischnachfrage gerade viel größer ist wie die Ledernachfrage, sind gerade eigentlich zu viel Häute auf dem Markt, die niemand haben möchte. Thomas Martin muss die Haut jetzt schnell mit Kochsalz konservieren. 20 Kilo Salz braucht er für eine Haut. Nur so kann er sie lagern. Die salzen wir jetzt zur Konservierung. Wenn man sie ohne Salz liegen lässt, dann kann man sie 1-2 Tage aufheben. Dann fangen sie langsam an zu faulen. Und im Salz kann man sie so ein halbes, dreiviertel Jahr kann man sie aufheben. Früher hat man die Gerbereien an den Stadtrand gebaut. Der Gestank war einfach zu penetrant. Damals hat man viel weniger Salz benutzt und die Häute sind schneller verfault. Ich, der mit der Gerberei groß geworden ist, der findet, eine Gerberei riecht nicht. Klar, wir haben von Anfang an rohe Häute, da ist noch Fleisch dran, es riecht alles, der Gerbstoff riecht. Wir finden es ein angenehmer Geruch, es gibt aber auch Leute, die finden es furchtbar, die die Gerberei anschauen. Wir haben auch schon Besucher gehabt, die zur ersten Türe reingeschaut haben, wo die rohen Häute sind, umgedreht haben und keinen Schritt mehr in die Gerberei reingemacht haben. Gut, aber du. Nach dem Salzen werden die Häute zugeschnitten. Der Croupon ist der hochwertigste Teil der Kuhhaut. Oh. Thomas Martin verwendet für seine Ledersohlen nur diese dicke Rückenhaut der Rinder. Das Übrige verkauft er ins Ausland. Seit 400 Jahren arbeitet die Familie Martin als Rotgerber. Und die stellen Leder nur mit pflanzlichen Rohstoffen her. Wir sind ein relativ alter Betrieb. Unsere Geschichte geht zurück bis 1645. Das ist 10 Generationen vor mir. Da fängt unser Stammbaum an. Da ist der erste Gerber in unserer Familie. Und seitdem sind wir durchgängig Gerber, die dann so Leder gemacht haben hier in Tuttlingen. In dieser hölzernen Trommel, dem sogenannten Escherfass, werden die Häute gewaschen. So ein Fass ist im Prinzip nichts anderes wie eine große Waschmaschine. Hier drin kommen die Häute zuerst mal zum Waschen rein. Da wird der Mist und das Salz rausgewaschen aus den Häuten. Danach bleiben sie im Fass drin. Dann machen wir den Escher, die Haarentfernung.
Da geben wir Kalk und Schwefel dazu. Und die Haare werden da zerstört. Das ist eigentlich auch der einzig chemische Prozess, den wir in der Gerberei haben. Und damit legt Thomas fest, wie weich das Leder wird. 4 Tage lang dreht sich das Escherfass, bis alle Haare aufgelöst sind. Thomas hat lange in Italien gearbeitet, in Santa Croce sull'Arno, dem Zentrum der Lederindustrie. Dort kauft er auch seine Maschinen, weil es in Deutschland keinen Hersteller mehr dafür gibt. Mit der Fleischmaschine schaben wir das Restfleisch, wo der Metzger auf der Fleischseite draufgelassen hat, jetzt ab. Das Unterhautbindegewebe wird weggemacht, dass sie auf der Fleischseite sauber werden. Danach kommen die Häute zurück ins Fass. Sie werden entkelkt, das heißt, der Kalk wird ausgewaschen, neutralisiert. Als Gerber nennen wir die Häute jetzt Blöße, weil sie jetzt bloß da liegen. Jetzt sieht man alle Fehler, die die Haut gehabt hat auf den Narben, was davor alles versteckt war. Die Häute, die wir jetzt hier anhängen, das sind lauter schwarz-weiße Kühe gewesen. Die haben relativ dünne Haut. Deswegen werden wir relativ dünnes Leder bekommen. Der Unterschied dazu ist die süddeutsche Rasse, die Simmentaler, die braun-weißen. Die sind von der Hautstruktur her viel besser und da werden wir dann viel, viel stärkeres Leder bekommen. Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Die Häute sind geschnitten, entfleischt und gewaschen. Jetzt kann der Gerbprozess beginnen. Die Gerberei Martin liegt am Stadtrand von Tuttlingen. Im Nebengebäude, dem sogenannten Lohhaus, lagern die pflanzlichen Gerbstoffe. Eiche, Kastanie, Akazie. Für den Farbengang, für die Angerbung, dann nehmen wir als Gerbstoff die türkische Eiche, die Wallonea. Die kommt bei uns als Extraktform. Das ist ein Pulver, das kommt quasi wie Kaffeepulver daher. Das ist eigentlich der Hauptbestandteil. Wegen der Eigenschaft für das Leder mischen wir noch ein bisschen Kastanie rein. Bei der Kastanie sieht man gleich an der Farbe, dass die ein bisschen dunkler und ein bisschen bräuner ist. Die Kastanie, die kommt bei uns aus Slowenien. Bei der Kastanie haben wir leider nur noch 2 Hersteller auf der Welt, die überhaupt Kastanienholzextrakt machen. Weil Kastanien halt ein relativ teurer Baum ist und deswegen ist es auch ein relativ teurer Gerbstoff. Und wegen der Farbe kommt noch ein bisschen Akazie rein. Das ist die Mimosa. Mimosa, das gibt halt ein relativ weiches Leder hin, ein relativ helles Leder. Das ist eigentlich auf der Welt der meist verwendete pflanzliche Gerbstoff. Der wird in ganz großen Plantagen angebaut, hauptsächlich aus Südafrika oder Südamerika. Das sind alles relativ junge Bäume, die nur angebaut werden zur Gerbstoffgewinnung. Mit diesem Pflanzenextrakt hat Thomas Martin die Gerbbrühe für den sogenannten Farbengang angesetzt. Im Gegensatz zur weit verbreiteten chemischen Chromgerbung verwendet er nur natürliche Rohstoffe, die sogenannten Tannine. Wir sagen Farbengang dazu als Gerber, weil die Gerbbrühe sich im Laufe der Zeit von der Farbe ändert. Die Gerbbrühe, das
wenn sie frisch ist, wenn sie stark ist, wenn sie eine neue Gerbbrühe ist, sehr, sehr bitter. Das ist so, wie wenn man einen Schwarztee trinkt, wo man den Beutel ganz lang drin gelassen hat. Die Häute, die sind jetzt in die schwächste Gerbgrube reingekommen. Das heißt, das Wasser, wo jetzt in der Grube drin ist, das hat fast keinen Gerbstoff mehr drin. Das schmeckt man jetzt auch raus, das ist fast nur noch süß, es hat fast nur noch Zuckerstoffe von der Rinde. So ein bisschen eine holzig-nussige Note hat die jetzt noch. Hat die ganzen Bitterstoffe, die ganzen Gerbstoffe hat sie verloren. 5 Wochen lang werden die Häute in der Gerbbrühe bewegt. Zeit genug, damit der kleinteilige Gerbstoff von außen tief in die Haut eindringen kann. Die Häute werden jetzt eine Woche pro Grube drin bleiben. Das heißt, nach einer Woche setzen wir die Membranen um in die nächste Grube, wo ein bisschen mehr Gerbstoff drin ist. Die Woche danach weiter in die nächste Grube, wo noch mehr Gerbstoff drin ist. So lange, bis sie den ganzen Farbengang durchlaufen haben. Der Gerbstoff, der im Wasser drin ist, wird langsam von außen nach innen in die Häute eindringen. So lang, bis wir hier durch sind. Dann haben wir ungefähr 2/3 von der Haut gegerbt. 1/3 von der Außenzone, 1/3 von der Fleischseite und 1/3 in der Mitte wird immer noch weiß sein. Nach dem Farbengang geht es dann zur Zwischengerbung ins große Fass. Das ist aus afrikanischem Kambala-Iroko-Holz und sehr hart und langlebig. Das Holzfass kann die Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter ausgleichen. Bei Bedarf wird es aufgeheizt. Durch die Bewegung in der Trommel gelangt der Gerbstoff noch besser in das Leder. Jetzt sind die Häute aus dem Farbengang rausgekommen. Die waren jetzt angegerbt. Und jetzt kommen sie hier zur Zwischengerbung ins Gerbfass rein. Jetzt pumpen wir Gerbbrühe dazu. Und dann bleiben die bei uns eine Woche im Fass als Zwischengerbung, bevor sie in die Lohgruben kommen. Das ist das gleiche Wasser wie im Farbengang drin, also auch gemahlene Baumrinde und Wasser gemischt. Eins, zwei, drei. Vier Tonnen Leder und 6000 Liter Gerbbrühe passen in das große Fass. Gerbfässer werden erst seit den 50er Jahren verwendet. Davor wurde nur in der Grube gegerbt. Für seine pflanzliche Gerbung arbeitet Thomas Martin in 3 unterschiedlichen Gerbschritten. Nur so bekommt er die richtige Menge an Gerbstoff in das ganze Leder hinein. Im Lohhaus findet Thomas die natürlichen Gerbstoffe, die schon sein Großvater in der ganzen Welt gekauft hat. Der Begriff Lohe ist althochdeutsch und bezeichnet die abgeschälte Baumrinde. Traditionell wird seit Generationen eine Mischung aus Baumrinden verwendet. Die Zusammensetzung der Rohstoffe bestimmt die Eigenschaften des Leders und muss wohl überlegt sein. Die Qualität soll immer gleich bleiben. Das Ergebnis zeigt sich erst am Ende des gesamten Gerbprozesses. Und der dauert mehr als 2 Jahre. Das hier sind jetzt die Wallonea, das sind die Fruchtbecher von der türkischen Eiche. Da ist sogar noch eine Nuss, die war quasi so drin, so groß werden die. Die meisten Gerbstoffe, die hier liegen, die liegen hier schon fast 40, 50 Jahre. Die Wallonea, die haben jetzt so als Komplettfrucht haben die so 40, 45% Reingerbstoff. Und die Schuppen alleine, sagen wir Trillo dazu als Gerber, da sind wir bei 60, 66%. Und das ist hier der gerbstoffhaltigste Stoff, den wir eigentlich von der Pflanze bekommen können. Die Wallonea kann man heute entweder in Extraktform kaufen
Und wenn man es als ganze Fruchtbecher kauft und selber malt, dann kommt es nachher an die Hauptgerbung als Lohe, als Streumaterial. Und in der Hauptgerbung mischen wir das zusammen mit unserer deutschen Eichenrinde. Und damit geht es zurück zu den Lohgruben. Jetzt komm, Alu. Ich kipp's rein, genau. An der Rezeptur der Lohe hat sich im Laufe der Jahre nur wenig verändert. Vom Prinzip her gerbt Thomas Martin wie seine Vorfahren vor 400 Jahren. Sein Kollege Amadou Diallo hilft ihm dabei, den Gerbstoff aus Eiche und Gerbbrühe für die Lohgrube zu mischen. Die Grube, in die Gigi Tunsoin steigt, ist fast 3 Meter tief. 1000 Häute passen in eine Lohgrube, bis sie voll ist. Die Grubenhalle hat mein Vater mit meinem Großvater zusammengebaut. Das sind ganz große Holzgruben, die sind in Lehm eingestampft, so wie man schon seit Jahrhunderten eigentlich Gruben baut. So eine Holzgrube wird eigentlich normalerweise nie kaputt gehen. Das Lehm, das konserviert es von außen. Die dritte Stufe im Gerbprozess. Hier dringen die großteiligen Gerbstoffe in die gesamte Tiefe des Leders ein. Das ist jetzt hier die Hauptgerbung, was wir hier machen. Hier legen wir die Häute rein, immer eine Schicht Leder, dann kommt eine Schicht Baumrinde drauf, dann kommt die nächste Schicht Leder. So werden die Gruben Schicht für Schicht voll gemacht. Und nachher wird das Ganze noch mit Gerbbrühe abgetränkt. Gerbbrühe ist im Prinzip das aufgelöste Rindenmaterial und Wasser. Dann bleiben sie so 2 Jahre liegen. In den 2 Jahren haben die Häute dann ganz viel Zeit, um den Gerbstoff, den wir ihnen angeboten haben, aufzunehmen und zu binden. Je mehr Gerbstoff in der Haut gebunden ist, desto stabiler und robuster wird das Sohleder nachher. Wir brauchen schon Geduld beim Gerben. Die Qualität, die wir erreichen wollen, die erreicht man nur, indem das Leder lange in der Grube drin ist. Dass sich Warten lohnt, hat Thomas Martin vor ein paar Jahren erfahren. Im Schwarzwald haben sie eine neue Umgehungsstraßenbrücke gebaut und beim Baggern im Garten sind sie noch auf Gerbgruben gestoßen mit Leder drin. Der Gerber, der ist 1944 gestorben. Das Leder muss also 1943 oder 1942 eingearbeitet worden sein. Und seitdem war das im Boden in der Gerbgrube drin. Alles, was in der Tiefe war, was in der Gerbbrühe drin war, war wunderbares Leder, wo ganz klassisch war, wie man es halt vor 50, 60 Jahren gearbeitet hat. Das war prima zum Verarbeiten. Alles, was oben war und von der Sonne austrocknet war, das war kaputt. Also solange das Leder in der Gerbbrühe drin ist, solange das im Gerbstoff liegt, im Boden drin, geht es eigentlich gar nie kaputt. Nach 2 Jahren ist von der alten Rinde nur noch Schlamm übrig. Den muss sein Kollege Gigi Tunsoin mühsam von Hand herausschaufeln. Dann erst kommen die Croupons, die hochwertigen Rückenteile, zum Vorschein. Die Croupons müssten jetzt laut unserem Buch 2 Jahre und 3 Monate drin gewesen sein. Das gibt ein ganz normales Sohleder. Da jetzt oben drauf sind lauter ganz dicke. Das sind irische Ochsen. Unten kommen dann dünnere Croupons. Wir haben Kunden, die ganz dickes Leder kaufen möchten, wo die Kuhhäute einfach zu dünn sind. Das ist vor allem gefragt in den USA, die möchten ganz dickes Leder haben. Gerben kann man eigentlich ein bisschen vergleichen wie Whisky machen. Da kommt dann das Holzfass rein,
bleibt dort ganz lange drin und erst wenn man es wieder aufmacht, weiß man, wie gut oder wie schlecht es geworden ist. 4 Wochen dauert es jetzt noch, bis das Leder fertig ist. Die Häute werden auf der Wasserpresse entwässert. Und jetzt geht es langsam zum Leder über, jetzt wird es langsam getrocknet. Das Wasser geht jetzt zu uns in Kläranlage und dann geht es in städtische Kläranlage weiter. Das ist ja nichts Giftiges, es ist im Prinzip, wenn man im Wald Rinde schält und liegen lässt und es drauf regnet, das ist genau das Gleiche wie das Wasser, das hier unten rausläuft. Das meiste Wasser ist draußen. Das Leder muss jetzt schonend getrocknet werden. Im Obergeschoss ist der Trockenraum. Fast 200 Croupons hängen hier. Da sind auch dünne dabei, also ja. Bauchheit. Kreuz und quer. Thomas' Vater Manfred ist 78 und arbeitet noch jeden Tag mit. Vor 20 Jahren hat er den Betrieb an seinen Sohn übergeben. Thomas wurde an der Gerberei groß, das war sein Kinderspielplatz und Beruf und Hobby, alles in allem, wie bei mir auch. Ja. Weil derjenige, der Gerber werden will, muss mit dem Beruf groß werden. Wir wohnen ja direkt an der Gerberei und ich war das erste Mal garantiert in der Gerberei, da konnte ich sicherlich noch nicht laufen. Ich habe auch schon seit Kind eigentlich den Spitznamen meiner Klasse Gerber gehabt. Jede Kuhhaut weist Verletzungen auf, die jetzt sichtbar werden. Der Gerber kann sie deuten. Fehlerfreie Croupons gibt es eigentlich fast keine. Zum Beispiel hier haben wir eine aufgelegene Stelle, wo sich die Kuh aufgerieben hat. Da sieht man, dass die Narben, die Hautschicht oben ist abgekratzt. Die Haut sieht man alles, was eine Kuh durchlebt hat. Das hier ist ein Heckenriss, wo sie sich kratzt hat, vielleicht an einem Stacheldraht oder im Stall irgendwo oder auf einer Dorne auf der Weide. Das sieht man alles auf dem Fertigleder. Wenn es sehr warm ist, dann hängen sie relativ kurz, dann sind wir schon fast in 3 Tagen trocken. 2 bis 3 Tage. Jetzt im Winter, wenn wir viel Nebel im Tal haben, wenn die Temperaturen einfach kälter sind und wir viel Wasser in der Luft haben, dann geht es schon mal 2 Wochen, bis die trocken sind. Die Gerberei Martin stellt auch hochwertige Schuhsohlen her. Mittlerweile ein Nischenprodukt. Dafür muss der Croupon weiterverarbeitet werden. Mit der Lederwalze bestimmt Thomas Martin, wie fest die Schuhsohle werden soll. Mit der Lederwalze drücken wir das Leder zusammen, wir verdichten das. Da werden die Hohlräume zusammengedrückt, weil in jeden Hohlraum kann Wasser reingehen. Und je mehr Wasser in der Haut ist, desto schneller geht das Wasser durch die Sohle durch, was wir natürlich als Gerber auf keinen Fall haben wollen. Die Härte vom Leder bestimmen natürlich auch die Kunden. Das ist regional sehr unterschiedlich. Während sie in Frankreich zum Beispiel ganz, ganz hartes Leder haben möchten, ist USA oder England eher sehr weich. Deutschland ist eher das Mittelmaß, wie fest das Leder werden soll. Und das macht die Lederwalze über den Druck. Die Turnschuhgeneration heute, die kann heute ja gar keinen harten Schuh mehr tragen. Von dem her müssen wir uns natürlich mit Sohlleder auch ein bisschen anpassen, dass das Leder auch ein bisschen weicher wird. Jeden Tag stanzt Opa Manfred 2000 Schuhsohlen. Opa, den kannst du auf Amerika stanzen, das ist auch ein dicker Croupon. Ja. Der hat nur hier unter Schnitt und oben dran. Ich suche die Haut jetzt ab nach Fleischerschnitten. Und zwar sind es Fleischerschnitte, wenn Sie mit Messer in die Haut reinschneiden. Denn eine Sohle mit Schnitten ist wertlos. Den muss ich beim Stanzen ausweichen.
Die Sohlen werden in Übergrößen gestanzt. Der Schuhmacher schneidet sie dann auf die jeweilige Schuhform und Größe zurecht. Mein Großvater hat im Büro ein Schild hängen. Willst du bei mir etwas verkaufen, musst du erst auf Ledersohlen laufen. Meine Schuhe sind Maßschuhe, hergestellt von einem Maßschuhmacher in Hamburg. Die wurden bestimmt schon 10-mal besohlt. Je älter, desto bequemer. Und ich werde die tragen, bis sich der Schuhmacher weigert. Die kann man nicht mehr reparieren. Am Nachmittag kommt der Enkel vorbei. Moritz, ist die Schule schon aus? Ist es ein Bulle? Das ist eine Bullenhaut. Und da hat der Metzger nicht aufgepasst Hier? beim Abziehen und in die Haut reingeschnitten. Und das ist eine Entwertung. Da fällt halt das Stück hier fällt weg und das hier. Aber der Rest kann man verstanzen. Ah, okay. Opa, also haben die das nicht mit einer Maschine gemacht? Nein, alles ist manuell ausgezogen. Der ist ein bisschen dreckig. Hat das Fleisch, das Restfleisch. Wenn wir die jetzt schleifen, dann ist das weg. Guck, die haben jetzt keine Schnitte. Der hat gar keine Schnitte. Nein. Und das sind die Adern. Da fließt das Blut durch. Der hat keine Feder, heißt, der ist eigentlich... Der wird nicht verstandslos verkauft wie das ganze Stück. Der 9-jährige Moritz und sein Opa sind jetzt schon ein gutes Team. Da freut sich ja jeder Opa, wenn die weiteren Generationen das gleiche Handwerk ergreifen. Denn wir sind eine uralte Gerberfamilie. In 10. Generation. Dann bist du die 11. Generation in der Familie Martin. Könnte man so sagen. Thomas misst die Dicke der Sohlen. Zwischen 2 und 6 Millimeter sollten es sein. Wie lange kann man denn so eine Sohle tragen? Das kann man nicht so allgemein sagen, wie lange Sohle auf dem Schuh hält. Die Leute laufen ziemlich unterschiedlich. Aber so 1,5 Jahre kann man grob schon sagen, wenn die täglich in Gebrauch sind. Und was kostet eine Sohle? So eine Ledersohle, so eine Halbsohle, wie es der Schuhmacher dann einkauft, kostet so zwischen 6 und 8 Euro. So ein Gruppon, so eine Platte, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie schwer die sind. Aber der kostet so 100, 150 Euro. Das meiste Sohlleder, das wir herstellen, das kann ich am Geruch erkennen. Also wenn ich beim Schuhmacher Ledersohlen habe, dann kann ich, wenn sie frisch sind, schon riechen, ob die von uns sind oder nicht. Der Kunde will sehen, dass Thomas Martin mit Pflanzenstoffen gerbt. Denn das ist sein Markenzeichen. Und das erkennt man am Stempel. Wir machen schon sehr hochwertige Schuhsohlen. Da steckt viel Arbeit drin, dass die so schön jetzt da sind. Das ging jetzt doch relativ lange, von Anfang bis Ende, bis die jetzt so schön auf die Stempelmaschine rauslaufen. Zweieinhalb Jahre dauert es, bis eine Schuhsohle endlich fertig ist. Stolz macht mich, wenn du dann wieder Fertigleder hast, das dann aus dem Trockenraum kommt und richtig schön aussieht, dass du dann gesehen hast, was du aus der blutigen, dreckigen Haut, die man am Anfang bekommen hat, was für ein schönes Ausgangsmaterial man daraus schaffen kann. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.